Dein Ton ist quäkig, also eng, und heute kümmern wir uns kurz und knapp, wie du das trainieren kannst, dass dein Ton offen wird und vor allem voluminös und nicht stechend, quäkig oder sonstiges. Hallo zu einem neuen Video bei Nikolai Kamm Trompetentraining. Wann passiert es, dass unser Hals eng wird? Naja, meistens, wenn wir zum Beispiel ein Crescendo spielen und nicht die Luft aktivieren, die nach außen strömt, sondern aus dem Hals heraus drücken. Und dann werden wir hier eng. Schlecht. Na, wenn wir offen bleiben und über die Stütze die Luft nach außen bringen, dann ist der Ton offen und vor allem der laute Ton wird dann immer noch voluminös und nicht scharf und prägnant und durchdringend. Wenn wir jetzt auch zum Beispiel hohe Sprünge spielen oder in der hohen Stelle uns bewegen, auch da kann es passieren, dass wir zum Beispiel den Hals eng machen. Und wie ihr schon merkt, wenn ihr das einmal imitiert, da wird alles eng. Die Luft kann nicht fließen, der Ton, der rauskommt, wird auch eng, der klingt dann schön. Oder wenn wir längere Zeit oben spielen, auch da kann es natürlich aufgrund der Anstrengung immer passieren, dass der Hals dann dicht macht und wir gegen unseren eigenen Körper, gegen unsere eigene Körperkraft arbeiten. Das kostet Ausdauer, das kostet Klang, das hemmt uns im Luftfluss und dementsprechend müssen wir uns natürlich kümmern, dass wir beim Üben, beim Training von der Trompete natürlich dann dementsprechend Übungen machen, die uns einen offenen Hals gewährleisten. Ich kenne es aus dem Gesangsunterricht noch, wir mussten immer unseren Kiefer lockern und dann immer offene Vokale singen, wie zum Beispiel dieses A, O, weil hinten alles offen und weich ist. Das kannst du auf diese Art und Weise machen. Was uns auch einen schnellen Schritt weiterhilft, ist zum Beispiel ein Stück Schlauch. Das klemmst du zwischen deine Zähne und auch hier merkst du, dass der Kehlkopf sofort aufgeht. Hinten ist alles offen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel ein- und ausatmet, weil der Körper natürlich mit unglaublich viel Sauerstoff versorgt wird. Das heißt, uns kann schwindlig werden. Sollte es der Fall sein, kurze Pause machen und danach gehen wir an die Trompete. Wir übertragen jetzt dieses offene, wie beim Gähnen ist es, Spielgefühl, Atemgefühl auf unser Instrument. Bequemer Ton G1, den halten wir erst ein paar Mal aus. Da ist kein Widerstand im Hals, es ist alles offen, die Luft kann fließen, wir bewegen uns im Mezzo-Forte-Forte-Bereich. Wenn das klappt bei dir, dann gehen wir in die Bewegung, zum Beispiel chromatisch erstmal nach unten. Aber natürlich auch nach oben. Wenn du Luft brauchst, atmen. Und natürlich auch das Instrument immer frühzeitig entwässern, damit es nicht anfängt zu blubbern. Was auch eine gute Übung ist, ist zum Beispiel, du machst die Wasserklappe von deiner Trompete auf und atmest durch dein offenes Mundrohr ohne Mundstück aus. Auch hier immer aufpassen, wenn du ein- bzw. ausatmest, dass dieser Kehlkopf weit ist. Nicht rein und rausröcheln, sondern aufmachen. Und dann kann man natürlich auch dementsprechend nach oben gehen. Wenn du jetzt zum Beispiel mal die Töne von C2 bis C3 spielst, achte immer darauf, wann kommt der Punkt, dass dein Hals eng wird. Kommt der Punkt, gehen wir wieder zurück und trainieren eben bis zu diesem Ton auch immer wieder mit diesem Atmen oder Luft durch die Trompete oder Schlauch atmen, damit wir eben dann deinen Grenzton, zum Beispiel G2 oder Ass oder A, immer dann erreichen, wenn wir offen sind. Wir spielen jetzt mal zu C3 nach oben und versuchen unser offenes Halsgefühl beizubehalten. Natürlich wird es anstrengend, ne? Wir gehen ja auch in die Höhe, das heißt der Luftdruck nimmt zu, der aus unserem Körper strömt. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch ein Gegengewicht von Mundstück zu Lippe auch schaffen, damit die Kraft eben im Gleichgewicht ist. Das heißt, dass nicht nach hinten zu viel Luft geht, beziehungsweise dass wir mit dem Mundstück auch zu sehr auf unsere Lippen draufdrücken. Auch da kann sich natürlich der Ton verändern und dadurch entsteht natürlich im Umkehrschluss auch wieder dieses enge im Hals, dieses geschlossene Spielgefühl. Das heißt, dort atmen wir und spielen wir wieder gegen unseren eigenen Körper. Also,
Man muss trennen, ist der Hals offen, kann die Luft fließen, kann man dementsprechend nach oben, nach unten trainieren. Immer darauf achten, dass du weich bist und dass die Luft gut fließen kann. Das überträgt sich automatisch klanglich auf dein Instrument, das heißt, da haben wir einen offenen Ton und dementsprechend natürlich chromatisch oder tonal eben, wie C-Dur, das ist die einfachste in dem Fall, nach oben oder nach unten spielen und eben genau deine Grenze, deinen Grenzton finden, welchen du dann trainieren musst, offen anzugehen. Also wieder viel atmen etc. pp, wie gerade eben schon beschrieben. Also, wir können 3 Möglichkeiten machen. Oder Gähnen imitieren. Wir können durch unser offenes Mundrohr, am besten gleich mit offener Wasserklappe zum Entwässern, durchspielen, durchpusten. Du kannst dir auch einen Schlauch nehmen, du kannst auch 2 Finger zur Hilfe nehmen, dass der Hals eben offen ist und dementsprechend dann spielen, damit eben oben auch alles offen ist, drüber hinausgehen etc. pp. Also trainieren, dass dein Hals offen bleibt und nicht zudrückt. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Schreib doch in die Kommentare, welche Übungen du machst, was dir geholfen hat, dass der Hals offen bleibt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.